Mein Name ist Benjamin Kalloch, ich bin 30 Jahre alt und habe an der HTWK in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften promoviert. In meiner Promotion ging es dabei um die Computersimulation von Elektrohirnstimulation. In Studien hat sich gezeigt, dass die Elektrohirnstimulation Lernprozesse beschleunigen und vereinfachen kann. Das wird dann eben entsprechend für die Rehabilitationstherapie angewendet, denn da möchte man ja Dinge wiedererlernen, wie zum Beispiel nach einer Lähmung Bewegung wiederzuerlernen. Das Hauptproblem aktuell bei der Anwendung der Elektrohirnstimulation ist, dass es für manche Probanden funktioniert und für manche nicht. Das liegt an der unterschiedlichen Ausbreitung des elektrischen Feldes im Kopf der Probanden und das wiederum liegt an der unterschiedlichen Anatomie. Ein Beispiel dafür ist verschiedene Schädeldicken. Man kann das Ganze lösen, indem man das vorher am Computer simuliert und ich habe dafür eine Software entwickelt, die diese Computersimulation durchführt. Ausgangspunkt für die Simulation in meiner Software sind medizinische Bilddaten, ein MRT-Bild des Kopfes und man versucht in diesem Bild die elektrisch relevanten Strukturen zu erkennen, wie die Haut, Knochen und das Gehirn selber. Dann baut man daraus ein dreidimensionales Gittermodell und das dient dann als Grundlage für die Berechnung des elektrischen Feldes. Ich habe das Simulationsmodell zusammen mit einem Kollegen am MPI getestet. Wir haben am Kopf Elektroden angebracht, die zur Stimulation des Bewegungsareals zuständig waren. Er hat eine Studie an Schlaganfallpatienten durchgeführt, in der die Patienten eine einfache motorische Aufgabe durchführen mussten. Und ich habe mit den individuellen Bilddaten der Patienten Simulationen durchgeführt. Wir haben dann geschaut, ob die Simulation mit der Realität korrespondiert. Ab ungefähr der Hälfte meiner Promotionszeit ist das Thema dann mir auch ein besonders persönliches Anliegen geworden, denn da hat meine Großmutter leider einen Schlaganfall erlitten und das hat mir auch nochmal vor Augen geführt, was das für die Betroffenen eigentlich bedeutet, so ein Schlaganfallereignis. Als Ausgleich zu meiner Promotion habe ich für mich den Laufsport entdeckt und ich genieße dabei besonders immer die langen Läufe am Wochenende. Die sind jedes Mal wie ein kleiner Urlaub fürs Gehirn.